Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Gräber der Gefallenen sind endlich draußen und ich zeige euch heute, wie ihr die am schnellsten und einfachsten lösen könnt. Außerdem habe ich zu den anderen Gräbern hier in der Playlist Videos reingepackt. Außerdem gibt es auch einen allgemeinen großen Komplettguide mit Tipps, Tricks und Geheimnissen. Schaut da gerne mal vorbei. Außerdem in dieser Woche natürlich einiges mehr. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, jetzt auch ein Abo da lassen. Aber ich würde sagen, wir legen los mit Venustius Grab. Das ganze Grab befindet sich in Jofovik-Shire bei Unlifes Ausblick, bei dem Schnellreisepunkt. Dort einfach direkt in der Nähe, seht ihr es schon mit Zynien, ist der Kreis. Einfach ran an die gute Sache und dann öffnet ihr auch hier das Grab wie bei den anderen. Dann einfach dem Straßenverlauf folgen, in die DMs von Venustius sliden, an dieser kleinen Kletterpassage vorbei, die Seilrutsche hinunter und dann sind wir auch schon in der Haupthalle angekommen, wo uns etwas Schönes erwartet. Hier haben wir insgesamt 4 Druckplatten, die wir aktivieren müssen. 3 kann man schieben und eine muss man tragen. Hier würde ich als allererstes rechts den Brückenkopf kaputt machen. Das macht ihr euch dann später einfacher. Und dann würde ich gleich runter hier rechts diesen Obelix-Stein schon mal bewegen für später. Der wird wichtig. Und dann könnt ihr direkt hoch auf das Plateau springen, schon mal hier links die Brücke anhitten und mit der Seilrutsche dann runtersliden. Und dem Verlauf folgen. Da habt ihr nämlich einen Urnenspender. Da schnappt ihr euch die Kugel. Ob ich das vielleicht nach oben bringen kann? Und geht wieder zurück. Schmeißt ihr einmal kurz hier hoch. Zack. Ja, das werdet ihr heute gleich nochmal sehen. Und dann einfach hier die Schlucht entlang marschieren und dann hier rechts. Jetzt wisst ihr nämlich auch, warum ich den Obelix-Stein dahin getan habe. Ja, den Stein nutzen, um hier rauf zu klettern und dann sukzessive hier hoch zu klettern. Ganz easy peasy. Dann müsst ihr hier auf die Balken springen und dann über die Plateaus jumpen. Und hier gibt es jetzt eine kleine schwierige Stelle. Hier würde ich euch empfehlen, nach rechts direkt zu zielen, also direkt an die Wand, an die Eiswand, würde ich das ganze Ding werfen und mit Glück prallt die Urne ab und landet auf dem Holzsteg. Wenn ihr quasi bei der Rampe steht und einfach nur geradeaus nach vorne wirft, dann habt ihr die Wahrscheinlichkeit oder dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Ding runterfliegt. So, dann könnt ihr die erste Kugel reinmachen, ist schon mal erledigt. Wir gehen in die Mitte, weil da wartet das zweite Objekt unserer Begierde. Einmal die Platte hier bewegen, zack. Und da sind es nur noch 2. Und dann können wir gleich nach rechts gehen. Und hier wird es wichtig, dass wir Pfeile haben. Ja? Nehmt alle Pfeile mit, die ihr finden könnt. Die sind sehr, sehr wichtig, denn die brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben hier verschiedene Eiswände. Ich würde euch empfehlen, alle kaputt zu schießen. Also wirklich alle Eiswände kaputt zu schießen, um die beste Übersicht zu behalten, wo ihr hin müsst dann später, weil hier müssen wir gleich noch lang. Dann links hier, dieses Fass könnt ihr schon mal in die Luft jagen. Das stört uns später nur. Wenn ihr alles abgeschlossen habt, dann habt ihr vorne ein verschlossenes Gitter. Da müsst ihr euch nach rechts umdrehen, könnt ihr runtersliden und seid im nächsten Bereich. Hier habe ich jetzt kein Adrenalin mehr. Das ist aber kein Problem, weil wieder zurücksliden. Dort gibt es natürlich einen Fass, das nimmt ihr mit, zack, und macht das Ding einfach mal kaputt. Dann ist das schon mal frei, müsst aber trotzdem noch nach rechts nochmal. Da ist nämlich der Schlüssel, den wir brauchen. Hier auch wieder ganz normal die ganzen Eissachen kaputt schießen. Habt ihr wieder die Übersicht und dann müsst ihr nur hier in der Mitte runterspringen. Und dann habt ihr hinter verschiedenen Fallen den Schlüssel. Dann geht ihr wieder ganz easy zurück. Hier habt ihr noch einen kleinen Brief von Manius, der
der schreibt, dass er zu viele Fallen eingebaut hat hier, aber sich eigentlich das gar nicht so schlimm findet. Und dann gehen wir quasi denselben Weg zurück. Zack, 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 zack. Und ihr könnt die Tür als allererstes öffnen. Und dann geht ihr zur Steintafel, zum Steinsäule und bewegt sie einfach nur. Bis ihr in den ersten Raum kommt. Hier, das kennt ihr schon, geht ihr durch die Tür, die ihr geöffnet habt gerade. Und jetzt wird es interessant, weil hier gibt es ein Labyrinth. Ihr geht also nach links. Dann nochmal nach links. Und jetzt gleich quasi das erste nach rechts. Dann geradeaus, rechts, vorwärts, rechts, rückwärts, rechts, vorwärts, links. Und dann seid ihr auch schon durch mit der ganzen Sache und könnt das Ding hier reinschieben. Dann könnt ihr entweder rechts herum auf die Plateaus springen oder, wie ich es gemacht habe, hier von vorne versuchen, diese Sache zu treffen. Ihr seht es ja, es ist rot hinterlegt und dann fällt die Brücke runter und ihr könnt in den nächsten und letzten Bereich. Hier müsst ihr einfach nur den Bereichen folgen, die euch vorgegeben sind. Die sind alle geöffnet. Bis ihr an den Punkt kommt, wo eine verschlossene Tür vor euch ist. Da geht ihr einfach rechts vorbei, slidet runter, folgt dem Ganzen, klettert hier rüber, an diesen weißen Felsen entlang. Und dann seid ihr irgendwann auf einem Holzplateau und da könnt ihr schon mal die Pfeile einsammeln und den Raubtierbogen auspacken, weil der wird wichtig. Dann springt ihr auf dieses eine Holzplateau und müsst auch nicht mehr so viel machen. Einfach nur mit dem gezielten Schuss dann diese Absperrung, diesen Riegel zerschießen von der Tür und dann geht ihr zurück. Bei der Tür angekommen, lauft ihr einfach weiter, folgt dem ganzen Weg, ist relativ simpel, müsst einmal runtersliden und seid dann hier in dem Bereich, wo auch die Säule ist. Die müsst ihr natürlich mitnehmen, das ist jetzt schon wichtig. Dann habt ihr gleich das erste Hindernis, wenn ihr die schiebt, und zwar so ein Holzblock. Da müsst ihr einfach rechts in den Nebenraum rein. Wie kann ich jetzt diese Platte bewegen? Und hier von der Seite kommt man am besten hoch. Da einfach rauf hopsen. Ja, dann hier auf dieser Holzsäule. Bei mir klappt das nicht ganz so akkurat gerade. Und im Grunde könnt ihr dann hier raufklettern. Ja, stehen bleiben und dann rüberspringen auf diesen Mittelgang. Und dann den Obeliskstein hier raufschieben, dass der als Gewicht dienen kann. Und der Holzblock, der uns den Weg versperrt, nach oben geht. So, dann das Ganze weiterschieben. Hier ist wichtig, den braucht ihr auch gleich, diese Säule. Dann würde ich die Säule nämlich, sobald ihr in den nächsten Raum kommt, wo die Absperrung ist, würde ich den hier kurz parken links. Das wird wichtig gleich. Dann mal links nach oben gucken. Und da ist eine Leiter, die könnt ihr dann beschießen. Dann wird sie länger. Klettert hier auf die Säule rauf. Das könnt ihr nur mit der machen. Und dann von dort aus könnt ihr oben auch die Brücke bedienen, die dann den letzten Weg entsperrt. Ihr springt wieder runter, schiebt die Säule in die letzte Position und dann ist es auch schon ganz easy peasy hier abgeschlossen. So, jetzt ganz schnell in den ISO-Bereich. Ihr bekommt eine Zwischensequenz mit Venotius. Viel Spaß. Wer stört meine Ruhe? Ich war Venutius, König der Briganten. Vom Wasser her kamen die Römer. Sie stolzierten in Röcken und Geschmeide herum. Mein Weib machte mit ihnen gemeinsame Sache. Sie verlockten sie mit Tuch und Gold. Sie hinterging Karatakos und gab ihn den Römern zum Geschenk. Und dann verriet sie mich. Meinen Rüstungsträger nahm sie zum Geliebten. Also wendete ich mich gegen ihre römischen Gönner. Jahrelang hieb ich auf ihre Soldaten ein und nahm ihre Pferde aus.
Dafür schlugen sie mir den Kopf ab. Dennoch habe ich ihn immer bei mir. Ihr könnt mir mal sagen, ob das Marius Gavrilis ist. Ich finde, er klingt so ein bisschen so, zumindest in der Lache, klingt nach Denver. Wenn ihr das Ganze abgeschlossen habt, dann habe ich hier natürlich noch eine Rüstung in dieser Truhe. Das ist ganz, ganz klar, und zwar den Helm. Dabei müsst ihr einfach nur in die Richtung laufen, wo auch die Truhe ist. Da gibt es einen Gang, den folgt ihr einfach bis zu dem Punkt, wo ein Brief von Manius angebracht ist. Zweck der Höhle, ja, den könnt ihr euch durchlesen. Und dann habt ihr eine Seilrutsche, die folgt ihr aber nicht bis zum Ende, sondern bei der Mitte, ja, oder auch davor, springt ihr einfach ab, sodass ihr in diesem in dieser Arena landet. Dann ist jetzt einfach mal, wo die Knochen liegen. Und wenn ihr euch dann links umdreht, habt ihr ein Eisfenster, was ihr zerschießen könnt, und ihr landet in einem kleinen Gefängnis, wo die gute Hilderan 2 Briefe hinterlassen hat. Ich werde jetzt nicht in diesem Video darauf eingehen, was die bedeuten. Ja, ich habe das in meinem Komplettguide-Video so ein bisschen gemacht, aber könnte Andeutungen haben auf Cassandra, ja, dass vielleicht ihre Mutter oder dass sie vielleicht Cassandra ist, man weiß es nicht. Aber 2 Briefe gibt es da in der Tat, und hier in diesem Raum findet ihr auch die zweite Kugel, das zweite Artefakt von den ISO höchstwahrscheinlich, ja. Das Artefakt aus Venotius Grab. Noch so eins. Rupturas. Und auch dort hat er wieder einen Satz gesagt, den Access the Animus bisher auch noch nicht 100% übersetzen konnte. Und jetzt ganz easy, ihr geht wieder zurück, klettert hier hoch, nimmt die Seilrutsche. Und den Weg nach draußen, den kennt ihr im Grunde schon. Einfach nur folgen. Das war es eigentlich auch schon. Ich bedanke mich bei euch. Wenn euch dieser Guide geholfen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Beziehungsweise, wenn ihr das schon getan habt, natürlich dann auch die Glocke. Ganz wichtig, da verpasst ihr nichts mehr. Sonst bedanke ich mich bei euch. Bis dahin. Ciao. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.